Heute zeige ich euch mal zwei Weihnachtsdeko-Ideen mit Gläsern. Ja, und mein erstes Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 60 cm und der Durchmesser beträgt 18 cm. Ich werde mein Glas mit Schwarzkieferzapfen befüllen. Diese hier sind jetzt allerdings auch noch whitewashed. Dann habe ich hier ein paar silberne Kugeln. Diesen Allium, den hatte ich mit Silbersprühfarbe zuvor noch angesprüht. Und dann habe ich hier noch Rispenhortensien, die hatte ich mit weißer Sprühfarbe angesprüht. Ja, und nicht zu vergessen, dann habe ich hier auch noch eine 2 Meter lange Drahtlichterkette. Ich nehme die jetzt schon mal so ein bisschen, sag ich mal, auseinander und platziere die hier schon mal in meinem Glas. So, das lassen wir jetzt hier erstmal einmal genau schauen. Ja, und die Rispenhortensien muss ich mir jetzt natürlich auch noch zurechtschneiden. Ich gucke mal immer, ne, wie klein ich die letzten Endes haben möchte. Zu klein dann vielleicht auch nicht. Einfach so, ich sag mal, nach Gefühl zurechtschneiden, wie ihr das halt leiden mögt. Und ich denke, ich muss mir jetzt hier auch mal meinen kleinen Tritt mal gleich hinzuholen. Weil ich habe das Gefühl, ich komme dann nachher nicht so an das Glas, wie ich gerne möchte. Zack. Auch hier beim Allium, da nehme ich jetzt hier diese Stiele mal weg. Die brauche ich jetzt nachher nicht mehr. Und dann immer peu à peu die Materialien halt einarbeiten, so wie ihr es halt letzten Endes leiden mögt. Das Batteriefach werde ich jetzt einfach mit den Rispenhortensien vertuschen, weil im Laufe der Zeit muss man da ja auch nur mal irgendwie mal drankommen können, um halt letzten Endes auch die Batterien austauschen zu können. Ich muss das jetzt aber gleich nochmal selber überprüfen, ob man jetzt das Batteriefach überhaupt noch wahrnimmt oder halt nicht. Macht jedenfalls für mich jetzt selber hier schon mal einen guten Eindruck. Und wie gesagt, ich muss das jetzt hier aber einmal selber überprüfen, ob man halt dieses Batteriefach noch sehen kann. Aber so habt das dann wirklich einfacher, als wenn ihr das jetzt irgendwie, ich sag mal, hier unten im Glas platzieren würdet, weil die Batterien, die halten jetzt auf keinen Fall irgendwie 6 Wochen am Stück durch. Man muss irgendwann nun mal, ja, tauschen, ne? Ich weiß, ich wiederhole mich hier gerade. Das zweite Glas hat in meinem Fall eine Höhe von 41 cm und der Durchmesser beträgt 22 cm. So, ich habe jetzt hier einen 2 mm starken Aluminiumdraht in Weiß am Start. Die Farbe bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Und dann habe ich hier noch 4 getrocknete Stacheldrahtpflanzen. Die sind jetzt mittlerweile um die 2 Jahre alt. Hatte ich damals von dem damaligen Projekt mal abgebaut und habe die dann einfach mal beiseite gelegt. Ja, und die werden jetzt hier mit dem Aluminiumdraht, ich sag mal so, aufgefädelt werden. Ich gehe mal so dazwischen entlang. Ist jetzt auch egal an welcher Stelle. Das Ganze immer eben ein bisschen justieren. Ich denke, 4 sollten nachher auch ausreichen. Ansonsten kann man das auch wieder auseinandernehmen, ne, wenn man jetzt zu viel Stacheldrahtpflanze haben sollte. Und wenn ich die 4 jetzt aufgefädelt habe, dann geht der Draht mal, ich sag mal, außen entlang, mal wieder dazwischen entlang. Ich sag mal, einfach so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt letzten Endes für schön empfindet. Ich hoffe, ich bin jetzt hier noch so einigermaßen im Bild. Das ist hier relativ breit alles. Den Draht schneide ich jetzt mal großzügig ab und der Rest wird jetzt auch gleich eingearbeitet werden. Aber ich muss das Ganze hier mal eben miteinander verfriemeln, dass das sich halt jetzt hier nicht permanent so abwickelt. Sieht jetzt gerade ein bisschen aus wie eine Wolke oder so, ne? Finde ich jetzt jedenfalls. Ich habe jetzt auch ein bisschen darauf geachtet, dass ich halt die Ansätze oder den Anfang der Stacheldrahtpflanze, oder mal anders gesagt, das hier gleich nicht mehr so wahrnehmen werde. Na, wo ist er denn? Ach, da. Wie gesagt, jetzt hier einfach auch nochmal so dazwischen entlang, drunter, drüber, dass das halt, cool aussieht, für euch zumindest. Oder halt für mich, wie auch immer.
Im nächsten Schritt arbeite ich eine 2 Meter lange Drahtlichterkette sozusagen in die Stacheldrahtpflanze ein. Aber das Ganze sieht jetzt hier irgendwie wirklich aus wie so eine, ja, ich sag mal Wolke, ne? Ich wickel die hier einfach nur so locker flockig drumherum, weil auch da bedenke ich, dass ich das halt irgendwann im Laufe der Zeit nun mal auch abbauen werde. Batterien hatte ich vorhin überprüft, aber ich glaube, ich könnte eine austauschen. Ja, nee, ist noch okay. Ich bin mal gespannt, wie das nachher so insgesamt aussehen wird. Soweit habe ich ehrlich gesagt auch noch nie erstellt. Ich weiß auch nicht. Die Idee dazu ist mir irgendwann, ja, kurz vorm Einschlafen gekommen. Da habe ich gedacht, komm, das basteln wir jetzt mal. Das Batteriefach stecke ich jetzt hier einfach so in die Stacheldrahtpflanze hinein. Es kann auch gut möglich sein, dass ich mir zum Ende hin noch etwas, Stacheldrahtpflanze hinzuholen werde und das dann hier oben drauf, ja, einarbeiten werde, damit man halt auch dieses Batteriefach gleich nicht mehr wahrnehmen kann. So, und das Ganze wird jetzt folgendermaßen erstellt werden. Das hier kommt oben drauf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch gescheit im Bild bin, aber bis es soweit ist, muss ich jetzt hier noch ein paar andere Sachen machen. Ich habe jetzt hier Schneepulver am Start. Damit wird jetzt mein Glas befüllt werden. Ich hoffe, das reicht jetzt letzten Endes auch aus. Ja, und das Schneepulver vom letzten Jahr, wisst ihr, was damit passiert ist? Ich habe ja damals in den Videos auch gesagt, Schneepulver kann man ja auch beiseite legen für das nächste Jahr. Ja, klar kann man das machen. Aber, jetzt mal ohne Witz, eine kleine Maus hat mein gesamtes Schneepulver gegessen. Ist jetzt kein Scherz. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass eine Maus Schneepulver futtert. Ich hatte das Schneepulver halt in so einem Glas platziert. Könnt ihr auch Moos einarbeiten, ne? Da habt ihr ja ganz viele Möglichkeiten. Dann kommt hier dieser Tannenbaum hinzu. Muss mal gucken. Nehme ich jetzt noch einmal Schneepulver oder nicht? Ja, das reicht. Das andere kommt jetzt beiseite, hatte ich jetzt zwar auch schon aufgemacht. So, Glas kann auch mal eben weg. Jetzt wird es ein bisschen friemelig. Haben wir hier ein paar Kugeln und Schmuckdraht. Die Kugeln werden jetzt an dieser Stacheldrahtpflanzenwolke befestigt werden. Ich muss nur gleich gucken, dass das dann auch mit der Höhe soweit passt, also mit dem Tannenbäumchen. Könnt ihr auch Nylonfaden nehmen. Ich habe jetzt hier gerade nur den Schmuckdraht. Ich verwurste den hier mal eben so ein bisschen daran. Ich schneide jetzt auch mal einen Tacken zu viel ab. Lieber ein bisschen Reserve haben, als alles nochmal neu machen müssen. Meine Kugeln habe ich jetzt soweit befestigt, aber ich gebe jetzt auch mal an dieser Stelle zu, das war echt ein bisschen friemelig. So, und jetzt forme ich mir das Ganze hier auch mal so ein bisschen zurecht. Ich muss mal eben gucken. Ja, ich denke, das sieht ganz cool aus. Und wer möchte, der kann jetzt auch noch diese Whitewashed Zypressenzapfen hier einfach so, ich sag mal, dazwischen einarbeiten. Die werden jetzt nicht irgendwie noch mit der Heißklebepistole oder sonstigen Material halt befestigt werden. Ich drehe die da jetzt wirklich nur so hinein und dann hält das auch von ganz alleine. Dann hat man es auch ein bisschen einfacher mit dem Abbauen im späteren Verlauf. Irgendwann mal, ne, in so ein paar Monaten oder Wochen vielmehr. Aber ich finde, man könnte auch die Kugeln abbauen und dann hat man auch wiederum eine schöne Winterdeko. Man kann den Tannenbaum ja zum Beispiel, ich sag mal, durch einen Schneemann ersetzen oder durch was auch immer, je nachdem, was ihr bei euch zu Hause zur Verfügung haben solltet. Ja, und noch mehr werde ich an diesem Glas gleich auch nicht dekorieren. Ich habe hier auch schon ein bisschen Stacheldrahtpflanze mir hinzugeholt, um das Batteriefach halt gescheit vertuschen zu können. Aber ist auf jeden Fall eine Deko, die hat auch, glaube ich, nicht jeder zu Hause. Ja, und wie üblich findet ihr auch nochmal alle benötigten Materialien für das Projekt in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle mal wieder bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.